So, wir sitzen jetzt im Flieger. Wir verlassen jetzt wieder Saudi-Arabien nach unserem zweitägigen Zwischenstopp dort. Und jetzt geht's nach Karachi. Ja, der Flug ist, glaube ich, nicht sehr lang. Ich glaube, so um die 4 Stunden oder so anscheinend. Also es ist ein kurzer Flug, leider ein bisschen blöd, weil in die Nacht hinein. Das heißt, wir kommen um 1:35 Uhr dort an. Bis wir im Hotel sind, ist wahrscheinlich schon 2:30. Also es wird auf jeden Fall eine sehr kurze Nacht werden. Was ein bisschen blöd ist, weil wir nur einen Tag in Karachi sind und es dann gleich weitergeht nach Lahore. Aber ja, wir machen halt einfach das Beste aus dem Tag und mal gucken, was uns in Karachi so alles erwartet. Wir landen jetzt gleich in ein paar Minuten in Lahore. Nochmal, ich fange nochmal an. So, wir landen jetzt gleich in ein paar Minuten in Karachi und wir haben hier einen Zeitunterschied von nochmal 2 Stunden zusätzlich zu Jeddah. Das heißt, es ist jetzt in Jeddah eigentlich 23:30 Uhr, hier ist es schon 1:30 Uhr. Jo, deswegen werden wir heute nicht vor 3 ungefähr ins Bett kommen, aber das macht ja nichts. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Wetter hier anfühlt, weil wir haben ja hier um die 30 Grad und wir kommen von 42, also wird das ja auf jeden Fall ziemlich interessant. Und wir sind gerade im Anflug auf den Flughafen. Was mir definitiv auffällt, also ganz krass, es ist nicht so hell wie in Jeddah, aber tatsächlich es ist schon ein krasser Unterschied. In Jeddah drüben alles beleuchtet, alle Straßen, alle Autobahnen beleuchtet, alle Häuser beleuchtet, auch von außen. Also die haben kein Energieproblem. Ja, und hier alles relativ dunkel. Also für so eine große Millionenstadt. Schauen wir mal, wie es dann ist, wenn wir in der Stadt sind. Ja, genau. Wir sind in Karachi endlich angekommen und hatten jetzt ein kleines Drama bei der Immigration. Die haben uns von Schalter A zu Schalter B zu Schalter C geschickt. Und dann wieder zurück. Und dann wieder zurück und wieder hin und her. Und wir waren jetzt 1 Stunde bei der Immigration. Auf jeden Fall sind wir jetzt da. Unser Fahrer, der ist hier irgendwo im Getümmel und zahlt die Karte fürs Parkhaus und holt uns dann hier wieder ab gleich. Und es ist heiß, es ist wirklich heiß, aber es ist nicht so heiß wie in Jeddah. Aber es ist also es ist feuchter, ich schätze mal so um die 30 Grad. Auf jeden Fall, es ist aushaltbar, finde ich. Also es ist jetzt nicht ganz so heftig. Schauen wir mal, wie es morgen ist. Ich bin total gerädert. Wir sind um 5 Uhr schlafen gegangen. Jetzt ist 10:30. Und ich bin einfach nur kaputt. Wir haben 4 Stunden geschlafen, glaube ich, oder? Ja, jetzt haben wir gerade gefrühstückt auf jeden Fall und jetzt geht es heute in die Stadt. Und hier ist jemand höchst beschäftigt. Wir haben einen ganz wichtigen Social Media Krimskrams. Okay, gut. Ja, aber heute sind wir ja endlich da und heute geht's rund. Ja, genau. Das ist unser Frühstücksraum. Der ist jetzt nicht sehr groß, aber ja, Frühstück war sehr lecker mit Paratha und mit Omelette. Okay, meine lieben Leute, jetzt sind wir doch mal in Pakistan gelandet, und zwar im schönen Karachi, das gleichzeitig irgendwie kunterbunt ist und chaotisch und der Verkehr ist ein absolutes Chaos. Aber wir haben heute auf jeden Fall schon wieder einen Fahrer und das wird echt spannend, weil er zeigt uns natürlich schöne Orte hier und da werden wir jetzt mal gucken, was uns hier so alles erwartet. Ich bin auch gespannt, weil wie gesagt, das ist eine Riesen-Stadt und ja, ich glaube, das wird ziemlich spannend. So, and this is our driver. It's Osama, right? Yeah. That's right.
and he's driving us around here, and we have a good time, I guess. Yeah. I think so. Actually, this one is the Empress Market. Was mir noch einfällt, also Einreise ganz völlig chaotisch, mitten in der Nacht, wann sind wir angekommen? Um 2 Uhr nachts, und die Immigration war echt von einem Schalter zum anderen. Wir waren, glaube ich, an 4 verschiedenen Schaltern, bis wir den richtigen hatten. Da mussten wir noch Formular ausfüllen. Also Bürokratie fast so gut wie in Deutschland, nur noch chaotischer, aber whatever. Hotel, wunderbar, wunderschönes Hotel, Hotel Excelsior. Und heute haben wir schon mal Geld getauscht, haben so einen Batzen Geld bekommen. Wechselkurs ist auch eine pakistanische Rupie, nee, 240 Rupien sind 1 Euro, und damit kommt man sehr weit. Also sprich, man kriegt hier krasse Essen schon für 1-2 Euro. Streetfood noch viel, viel günstiger. Und jetzt haben wir unsere SIM-Card. Jetzt habe ich endlich mal wieder ein Datennetz zur Abwechslung. Und dann gucken wir mal, ob das alles funktioniert. Na, jetzt wird man angestarrt, definitiv. Oh, der Esel steht in der Sonne. No. No. Ziemlich viele Gewürze hier und also ja, was? Hm? Was sind wir? Einfach nur das Gefühl. So, wir sind jetzt hier auf dem Empress Market in Karachi. Es ist ein lokaler Markt und wir können hier ganz viel, also ich glaube, hier gibt es irgendwie so alles, allerlei an Essen, Nudeln, Eier, also Nudeln, Eier nebeneinander, Kleidung, ja, finden wir schon. Kleidung, keine Ahnung, Haarfarben, alles mögliche, Gemüse. Also ich glaube, hier wird halt echt einfach alles verkauft. Es ist schon irgendwie Wahnsinn. Es ist ein Gewusel ohne Ende hier. Es ist irgendwie sehr heiß. Oh, ich sehe gerade, hier gibt es Goya. Cool. Ich weiß zwar nicht, wie sie hier heißen, aber das ist eigentlich eine japanische Gemüseart. Ja, ich habe sogar Goya gesehen. Also schon krass, was es hier alles so an vielerlei, allem Möglichen gibt. Da hinten gibt es irgendwie Tassen und Geschirr und hier gibt es Plastikzeug, Tupperdosen, eine Katze. Eine Katze ist da auch. Ja genau, so Keramiksachen. Also es ist auf jeden Fall irgendwie echt... Mein Gott, ist die klein. Die Katze. Uiuiuiuiui. Die arme Katze. Ja. Ja, also Fleischhalle müssen wir nicht unbedingt. Nö, ich hätte jetzt ja darüber, weil ich glaube, die Gänge verlaufen so ein bisschen dahinter. Also schon krass. Hallo. Okay. So, es ist ein abartiges Gewusel hier. Und man muss sich auf jeden Fall daran gewöhnen, angestarrt zu werden hier. Also das ist auf jeden Fall krass. Ja, hier riecht es mal anders. Da gibt es Soßen und so. Und ja genau, hier lauter getrocknete Chilis. Oh, die sehen alle so lecker aus. Ich würde die am liebsten alle kaufen.
Aber das Problem ist, wir haben nicht so viel Platz im Koffer. Deswegen, aber die ganzen getrockneten Chilis, die sehen schon geil aus. Also hier kann man, glaube ich, wirklich alles kaufen. Von wahrscheinlich auch noch Auto und eine Kuh. So, hier lauter getrocknete Chilis, das ist echt cool. Würde ich am liebsten alle kaufen. Aber wie gesagt, zu wenig Platz im Gepäck. Ja, Klopapier kann man hier auch kaufen. Also irgendwie echt alles, das ist der Wahnsinn. Totale Überforderung im Moment. Und die Leute sind super nett und super freundlich alle und total offen und helfen einem gern weiter. Aber eben, man muss sich daran gewöhnen, dass man eben angestarrt wird hier. Das ist aber nicht unfreundlich. Mein Waschmittel. Hallo. Salam alaikum. Stimmt, wir müssen uns daran gewöhnen, so ein bisschen die Sprache hier zu verwenden. Also halt, ich meine ein bisschen so ein paar Grußwörter und so weiter. Dann reagieren die meisten noch viel freundlicher und die freuen sich dann total. Also man kommt hier, das ist totale Überforderung hier gerade. Was ist denn das? Die Gutzle? Ah, krass Format. Also wir sind gerade in der Süßigkeitenabteilung gelandet. Oh, das sieht schon geil aus alles. Mal hier mit viel Sesam, Kokosnuss. Aha. Datteln. Oh, Datteln. Will jemand Datteln? Im Moment nicht. Sicher? Ja. Ich hätte gern Datteln. Oh, Kerne, die esse ich zu Hause immer. Oh, Verzeihung. Bist du geil mit dir? Hier, die esse ich zu Hause immer. Aber die sind nicht so gesalzen wie meine. Soßen, Getränke. Also echt alles. Da drüben gibt es auch Datteln. Ich habe jetzt irgendwie Lust, mir so ein bisschen eine Süßigkeit zu kaufen. Ja, ich möchte mir irgendwie so eine Süßigkeit hier kaufen. Ja, entweder sowas Gemischtes oder so aus Sesam irgendwie. Das finde ich gerade ziemlich cool. Ja, so ein Block, genau. Das Sesam so. Ja, genau. Ich hätte jetzt eher die gemischten oder so. Das musst du halt probieren, darfst du bestimmt probieren. Ja. Und die da hinten weiß ich auch nicht. Das sieht auch super interessant aus. Ich will aber echt die Mandeln probieren. Ist das Almond? Almond? Wow. Ich hätte gerne wirklich probieren. Can we have? Im Fest? Okay. Nee, probier du. Ja. Ist gut? Okay. How much is? 1,100. How big? Portion? Per Kilo. This quarter big. Wie viel? 1.100. Das gehört es keine Zeit. This bag 1 kg. Smaller? Half kg, quarter kg. Do you have maybe like half size? Only. Yeah, only a little bit. Yeah, like this. Ja. Ja. Halt mal. Es filmt noch. Ach so. Oh Mann. Thank you. How much? 130. 130, okay. 130. 130, ja. Ich hab's halt nicht klein. Ja. Ich hätte, ist egal, jetzt machen wir es sowieso ein kleines. Ist kurz. Ja.